fahre ich diese Woche quasi schon zum 4. Mal hier entlang. Wir waren eben in Verviers zum Abladen. Da sind wir dran vorbeigefahren, um nach Mainz zu kommen, von Sonntag auf Montagnacht, also Montag früh. Jetzt habe ich dort eben abgeladen. Jetzt fahre ich hier rechts hoch, kurz vor der Maas, kurz vor dem Fluss Maas, Richtung Maastricht, nach Belgien, rauf bis nach Amsterdam. So, gleich sind wir in den Niederlanden. Da muss ich wie überall natürlich auch bezahlen für die Straßen. Übrigens hier links von uns ist jetzt die Maas. Aber in den Niederlanden muss ich eine Tagesvignette übers Internet kaufen. Wir sind hier auf der Autobahn, da ist die Eisenbahn und direkt daneben wohnen Menschen. Überall Häuser. Da beklagen wir uns darüber, dass es manchmal zu laut ist bei uns in Bolivien. Ne? Jetzt sind wir genau in den Niederlanden. Bei der nächsten Gelegenheit muss ich an meinem Tacho oben einstellen, Belgien verlassen und in den Niederlanden reingefahren. Das muss man jedes Mal machen, wenn man eine Grenze überschreitet. So, da stehen wir jetzt alle, nur um ganz schnell hier oben ranzugehen, das hier einzugeben. Na, wo sind wir denn hier? Entry, Driver. Und dann beginne, jetzt muss ich suchen. Hoffentlich habe ich den gleich irgendwo. Ne, da muss ich jetzt mal suchen. Dicke, bis ich NL irgendwo habe. Der ist schon länger nicht mehr drin gewesen. NL. Und das war's. Das war so ein bisschen die Idee von den Politikern, dass man das machen soll. Problem ist, an all diesen Tankstellen hier oder Parkplätzen staut sich das dann wie blöde, weil alle Lkw-Fahrer anhalten müssen, um das schnell umzustellen. Übliche Feierabendstau um Amsterdam herum. Wenn wir Glück haben, sind wir, ja, ich denke mal, eine halbe Stunde am Flughafen. Danach geht es auf jeden Fall wieder runter, in südliche Richtung, südöstliche Richtung nach Zevenaar. Und das schaffe ich heute nicht mehr. Das ist der Flughafen Schiphol. Geplant war, dass ich um 14:30 Uhr hier bin. Wir haben jetzt 18:10 Uhr. Hier ist die Company Expeditors. Da müssen wir hin. Jetzt habe ich tatsächlich noch 50 Minuten, mehr habe ich nicht. Danach muss ich irgendwas zum Parken gefunden haben. Also bis zum nächsten Rasthof oder so, und das war es dann auch schon gewesen. Gefahren bin ich nicht viel. Also ich muss hier raus. Hilfe. Jetzt müssen die auch so lieb sein, mich rauslassen. Sesam, öffne dich. Samse, öffne dich. Ja, das ist schön. Und los geht's. Gleicher Weg wieder zurück bis nach Utrecht und dann geht's da links weg nach Zevenaar. Gucken wir den Flughafen von oben. So, das war die letzte Abladestelle. Es ist 8:30 Uhr. Also das hat wenigstens geklappt. Ich brauche nur eine Palette am Ende. So, stelle ich mich da vorne hin und warte, was die Firma mir so erzählt, wie es weitergeht. Rückladung und so.
wir sind jetzt gleich bei der ersten B-Ladestelle, Haarlem, in Haarlem. Ich glaube, das gibt es nur in New York. Ha, falsch. In der Nähe von Amsterdam. Danach fahren wir dann wieder genau dahin, wo ich gestern war. Die zweite Abladestelle war das gewesen. Und dort wird dann der Rest geladen. So, jetzt habe ich sage und schreibe 6 Stunden dort gestanden, um geladen zu werden. Aber das haben sie mir vorher schon gesagt. Und wenn man darauf vorbereitet ist, geht das eigentlich noch. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Zeebrugge. Dort ist auch ein Hafen in Belgien, ein Fährhafen, also eher so Frachtschiffe. Da drüben ist Rotterdam. So, jetzt bin ich in Zeebrugge angekommen am Hafen. Links das Meer, hier rechts der Hafen. Und habe gerade eben Nachricht bekommen, ich werde den Trailer hier abstellen, dann warte ich 3,5 Stunden, dann kommt ein anderer Fahrer mit einer sehr wertvollen Ladung. Und dann werde ich mit der Spedition, mit der Fähre Finnlines, die von hier wegfährt, mit dem auch mein Trailer dann mitgeht, dann selber mitfahren wieder nach Irland. So, da kommt jetzt mein Trailer. Und das ist unser Schiff da drüben, die Finnlines, also Finnwave heißt sie, von der Firma Finnlines. Werden wir jetzt hingeführt zur Fähre. Vor mir ist ein Deutscher, scheint ein netter Kerl zu sein. Dem werde ich dann vielleicht die Kabine teilen, mal schauen. So, das ist meine Kabine für die nächsten 30 Stunden. Normalerweise sitzen wir hier zu zweit. Ich werde hier alleine sein. Mit schönem Blick nach draußen. Ich glaube, hier kann man leben. So, das da vorne ist Cornwall. Hey, how are you, man? Straight back. Straight back.
So, da drüben ist nochmal unser Schiff. Hinter mir fährt jetzt der eine deutsche Kollege hinter mir her, weil er noch nie in England oder Irland war mit dem Linksverkehr. Er sagt, da ist es ihm sicherer, wenn er irgendjemand folgen kann, dann kann er genau das tun, was ich tue. Also ich darf jetzt keinen Fehler machen. Aber sehr nett mit den Jungs. Auch wenn wir jetzt 31 Stunden gebraucht haben, anstatt 28 wie eigentlich vorher gesehen. Naja, 3 Stunden Verspätung. Langsam bin ich es ja gewöhnt. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Sligo. Dort lade ich morgen früh, heute ist übrigens Montag, was haben wir denn, 17. oder sowas, ne? Ja, 17. Morgen früh lade ich dort für Luxemburg, für den Flughafen Luxemburg. Da werde ich dann wohl morgen Abend schon wieder mit der Fähre fahren. Wieder 24 Stunden auf der Fähre. Jo. So, jetzt bin ich also in Sligo geladen worden, da drüben ist so ein bisschen der Hafen. Kann man das eigentlich sehen? Hier gibt es ein bisschen Wasser. Jetzt fahre ich wieder nach Rosslare. Eine einzige Palette für Luxemburg. Ich bin müde. Bin heute um 1:30 Uhr mit der Fähre angekommen, jetzt ist es 5 Uhr. Noch getankt und einen alten Bekannten getroffen, mit dem ich mal vor 20 Jahren zusammengearbeitet habe. Naja, so ein halbes Stündchen fahren und dann mache ich ein bisschen Pause und dann geht es zum Luxemburger Flughafen. Noch bin ich in Belgien. Wir sehen. So, da drüben müssen wir hin. So, da wären wir am Ziel. Mal sehen, wie schnell das jetzt geht. Angeblich soll das sehr schnell gehen, die eine Palette ausladen zu dürfen. Schauen wir mal. So, jetzt habe ich hier geladen. Und zwar 2 verschiedene Temperaturen kann man da einstellen bei unserem LKW mit dem Hänger. So eine große Wand, die man dazwischen stellt. Dann habe ich plus 5 Grad. Das ist die eine Hälfte des Trailers und die andere Hälfte ist plus 20. Was das alles gibt. Und jetzt hole ich mir noch die Papiere. Und dann geht's nach Dünkirchen. Richtig schönes großes Containerschiff. Aber wir fahren erstmal in den Hafen rein, Trailer abstellen und dann ist Pause. Haben auf mich gewartet. Das Schiff eigentlich jetzt, das da drüben, will gleich loslegen. Aber los geht's. Feierabend! So, hier so mit mir einen schönen Platz, gucken wir mal ran.